Wir haben mithilfe einer neuen Methode Blut von Patienten mit einer Nierenerkrankung untersucht und dabei Eiweiße identifiziert, mit denen wir vorhersagen können, wie diese Erkrankung verlaufen wird, wann die Nierenfunktion verloren geht und damit eine Nierenersatztherapie notwendig wird. Ein großes Problem für Patientinnen mit Nierenkrankheiten ist letztlich, dass wir schlecht vorhersagen können, wie die Zukunft verlaufen wird. Wann geht die Nierenfunktion verloren? Wann brauche ich eine Nierenersatztherapie? Das gilt insbesondere für die häufigste erbliche Nierenkrankheit, die Zystennieren, die immerhin jeden Tausendsten von uns betreffen. Dort ist die Therapie, aber auch die Beratung der Patienten nur möglich, wenn wir wissen, wie wird die Zukunft verlaufen. Und bisher können wir das nur mittels komplexer Methoden, zum Beispiel Kernspintomographie oder Genetik, vorhersagen und auch nur in begrenztem Maße. Und aus diesem Grund haben wir hier anhand einer der weltweit größten Zystennierenkohorten, die in Köln aufgebaut wurde, Wissenschaft betrieben, nicht nur die klinischen Daten angeschaut, sondern auch Blutproben genommen und die mit neuen Methoden am Exzellenzcluster CECAT in der Massenspektrometrie untersucht. Dabei haben wir Eiweiße gefunden, 6 Stück am Ende, die vorhersagen, wie schnell geht die Nierenfunktion verloren und das besser tun als der bisherige Standard in der Klinik. Warum ist das wichtig? Nun, einerseits wollen wir als Ärztinnen und Ärzte unsere Patienten so gut wie möglich beraten und dazu müssen wir etwas über die Zukunft wissen, um die Therapie zu steuern. Aber andererseits haben die Patienten essentielle, wichtige Fragen für ihr Leben. Wann werde ich die Nierenfunktion verlieren? Welche Symptome bekomme ich? Wann brauche ich eine Nierentransplantation oder Dialyse? Und das können wir im Moment nicht ausreichend beantworten. Aber in Zukunft soll das besser werden. Und was müssen wir tun, um dorthin zu kommen? Nun, jetzt haben wir eine wissenschaftliche Untersuchung. Wir brauchen nun einen klinischen Standardtest, den wir erneut in einer größeren Studie über einige Jahre untersuchen, um dann aber auch, und das ist realistisch, in wenigen Jahren wirklich etwas Neues für die Klinik anbieten zu können und einen wichtigen Schritt für unsere Patientinnen und Patienten nach vorne gehen, die nicht zuletzt auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass es diese Ergebnisse jetzt überhaupt gibt. Herr Professor Müller ist halt zu uns gekommen und hat gesagt, er hat diese große Kohorte und er möchte die natürlich gerne charakterisieren. Da haben wir dann die Proteome erstellt. Pro Patient heißt das, wir kriegen so 500, 600 Proteine, die wir gleichzeitig messen. Und das muss natürlich analysiert werden. Wir wollten natürlich irgendwas finden, irgendwelche Proteine finden, die halt mit der Progression der Krankheit irgendwie assoziiert sind. Und da hat dann meine Doktorandin Hande Aydogan Balaban sehr nah mit Sita Arjuna hier aus der Klinik gearbeitet und haben dann diesen Datensatz aufgestellt. Wir haben dann mehrere bioinformatische Methoden genutzt, um halt diese Gruppe von Proteinen zu finden. Das ist halt so ein bisschen wie so eine Nadel im Heuhaufen suchen, weil wir wollen halt eine relativ kleine Gruppe von Proteinen finden und nicht die 500, 600 immer charakterisieren. Und wir wollten halt wissen, ob die nur assoziiert sind oder ob die wirklich irgendwas vorhersagen können. Und dann haben wir in einer zweiten Gruppe von Patienten die 6 Proteine halt nochmal validiert und gesehen, dass sie auch wirklich die Progression der Krankheit vorhersagen können.